Hi guys, another junk journal smalls here in my little junk journal, obviously junk journal. Um, but it's one of my series I call smalls, so that should be quick and quick, simple, satisfying. And this time I will start here with a page where I show you a gesso transfer. I quite like to do that. It's a quick transfer. You don't have to fiddle around that much, and it is perfect for a vintage theme because it is more a blurry thing, and you will see. But first the background. Then I start here with gesso, put a bit of gesso where I want to have the transfer, and put its inkjet work here. Uh, put the inkjet print on top and rub it slightly in, not that much, and the third one, and then let it dry. Hallo ihr Lieben, heute werde ich euch mal wieder eine Doppelseite zeigen, oder zwei Doppelseiten sogar, hier in meinem Junk Journal, in meiner Serie Smalls. Und der erste hier ist, da mache ich einen Gesso-Transfer, wie ihr sehen könnt. Ein bisschen Hintergrund erstmal, und habe dann Gesso aufgebracht und den Druck, das ist ein Inkjet-Druck, drauf drauf gedrückt, ganz leicht, jetzt nicht so gequetscht, ganz leicht, und lasse das dann trocknen. Hier fummel ich jetzt erstmal so das lose Papier ab, und I start with removing the loose paper and now wet the surface a bit and rub gentle off the this white layer, so that you only have the print at the end, and you can feel that as long as you have still some rough feeling under your finger, there is still of some of this white layer on. You have removed it completely when the surface will get smooth. Ihr macht jetzt einfach, oder ich habe jetzt ein bisschen Wasser drauf gesprüht, mache auch immer mal zwischendurch meinen Finger wieder nass oder feucht und gehe dann leicht über die Oberfläche, einfach um die weiße Schicht von dem Papier zu entfernen. Und ihr merkt, dass alles entfernt ist, dass nur noch der Druck im Prinzip übrig ist, wenn es ganz, ganz glatt wird. Solange das noch ein bisschen ähm, ähm, rau ist, ist da immer noch von dem weißen Papier was drauf. Es bedarf ein bisschen Übung. Es hat bei mir auch nicht beim ersten Mal gut geklappt. Man muss da so ein Gefühl für bekommen. It's not that you have to try it, and sometimes several times to get a result you like. But especially with this transfer, it's perfect, as I said, for this distress look, because it really doesn't matter when there is a corner missing or something like that. So, but you have to find out how much pressure you put on and so on. So, getting some stuff out of my leftover box here, all the scraps I have left over I put into this box, and then I help myself from my little leftovers and scraps I have and decide what to use on my pages. Ich habe jetzt hier meine kleine Wunderbox, da ist so alles, was ich an übrig gebliebenem Zeug habe, das kommt da rein, und damit arbeite ich immer sehr, sehr gerne mit diesen Überbleibseln, und das benutze ich hier. Das ist übrigens ein Papier, da habe ich Stickerpapier hinten drauf gemacht, um meine eigenen Sticker zu machen, und werde da jetzt erstmal was ausstanzen und diesen Streifen auch, also ich schneide den noch kürzer, aber eben den Streifen auch benutzen. That's a sticker paper I made myself. You can buy the sticker paper, and it's not a thin, but it's a lighter paper, a bit rough on top, quite like it, and cut it out here, the numbers, and I will put some gesso on top and stamp on it. And
the stamp is a ladybird there. You can see that because I wanted to pick up this insect theme on there as well. That's my focal point at the end of the day. The insects stickers in the background, that's just background to me. So, ich habe jetzt hier auf dem Papier Gesso draufgepackt, weil ich möchte da drauf stempeln, und zwar diesen Marienkäfer jetzt hier. Das ist so mein Fokus, das ist der Fokus. Im Prinzip die Insekten hinten, das ist Hintergrund. Dieses Transfer, das ich gemacht habe, das ist einfach nur der Hintergrund. Ja, man sieht das von Weitem nicht so gut, aber ich war jetzt auch nicht darauf aus, perfekt zu sein, sondern einfach so dieses Alt und Vintage mit aufzugreifen. Und das sieht immer besser aus, wenn das ein bisschen unsauberer ist. Meine Meinung. Das ist natürlich auch Geschmackssache, ganz klar. Aber meiner Meinung nach finde ich das so ein bisschen distressed immer wesentlich schöner. When I do stuff like that, I'm not after perfection. And to me, it is so much more important to have this distressed look when I do this vintage pages. So here, I cut out these numbers to get this fill-ins, this dot for the 6 and so on. It's not that I was desperate to do that because it's, again, fiddly stuff, but I quite liked it. So I thought, come on, get this 2 dots and fill the numbers in. Ich habe jetzt hier nochmal diese Nummer ausgestanzt, einfach nur um diese kleinen Punkte zu kriegen, um die Nummern auch komplett auszufüllen. Ja, muss man das? Nee, muss man nicht. Und hierfür, die benutze ich dann hier für dieses Schildchen hier noch für die andere Seite. And I use the numbers on a sign that goes on to the other side, just to pick this number up and have both pages put together through this, similar theme. And einfach auch immer ganz gut, wenn man eine Wiederholung hat, um dann auch diese Seiten zusammenzubringen. Hier stecke ich jetzt ein Papier rein, das jetzt erstmal keine Bedeutung hat, aber da kann man natürlich auch was reinschreiben für sich, was dann verdeckt ist, was man nicht auf den ersten Blick sieht. Und ich mache das auch in der Form des Tags, werde da auch oder das ist ja kein Tag, das ist ja so eine Pocket, so eine Tasche. Da mache ich aber dann so ein Tag draus, werde da auch ein Loch reinpunchen und ein Eyelet, glaube ich. Oder nee, einfach nur so einen braunen Lochverstärker. Glaube, ja. Ich habe das, I put this little paper in, and at the end of the day you could put a hidden message into when you don't want people to read it, and that's what I do here. I cut it up in a tag shape, even with a hole, and this hole strengthener or hole, whatever you call that. You know what I mean, and before I glue everything down, I thought it could do with a bit more stamping. That's what I do here with this diamond shaped stamp or harlequin, whatever you call that. And then I start to put everything together, glue it down, and I will do that bit by bit, partially here and there, just to make sure that it will stick in the way I want it. When I start with the lowest part or with the part on the page, often I forget and I sometimes put it on in a different way, and when it sticks, that's a problem. So that's to me an easier way. Ich mach jetzt ganz oft, wenn ich so wenige Teile habe, mache ich das immer so Stück für Stück, dass ich das zusammenklebe, damit ich auch sicher bin, dass es genau so ist, wie ich es haben will. Weil wenn ich das einzeln alles aufklebe, erst den unteren Teil und so weiter, dann passiert das schon mal, dass ich das falsch aufklebe und dann klebt es und dann hat sich das erledigt. So, aber das war es dann schon. Das war meine erste Doppelseite. Die zweite Doppelseite seht ihr direkt nach dem Close-up. Ich
gehe dann weiter. You know, this is the first double spread. I will show you the close-up now, and then you will see the second one immediately. And I do something, I don't know if I showed it to you already, with my board I made, a masterboard I made. But it's in the same way. I'm using these stickers all over the 2 pages, and I will sand it down to make it look more distressed, and put some gesso on top and some paint on top and so on. And at the end I will paint on it, or I will draw something on it. You will see. Hier habe ich jetzt wieder mit meinen Washi-Tape-Stickern oder Washi-Stickern gearbeitet. Ich habe kürzlich dieses Masterboard gemacht. Ich weiß nicht, ob ich das schon gezeigt habe. Kann möglich sein. Das habe ich in der ähnlichen Art gemacht. Und zwar, ich klaue von mir selber, ja. Und zwar mache ich das hier genauso. Ich klebe erstmal die Washis down, klebe die drauf, ja. Und mache ich jetzt hier, nee, ich glaube, ich mache hier erst Gesso und Farbe drauf und fange dann an mit dem Sandpapier. Ich glaube, ja. Und dann einfach, um das more distressed zu haben, um es ein bisschen schäbiger aussehen zu lassen, schneide ich hier alles erstmal ab, was überschüssig ist. You know, I cut everything off. You can see that here, what's over the page. And I will here start first with my paint, with gesso wash, and with my turquoise and burnt sienna, as you know, one of my most favorite color combinations, especially for vintage themes. And I will do the sanding afterwards when all the paint is on. I will put some paint back again, of course, but on my masterboard I've done that the other way around. I glued everything down and then I sanded it before I put the paint on. You will have, it looks slightly different because with the paint put on afterwards, you will work out all the scratches you have already on, so you can have a look what you like better if you want to do something like that. But it is slightly different. Will people see that? I doubt it, but yeah. So this time I send it here in my studio. Only it was only a tiny space, so dust was okay. I could remove it. Ich habe jetzt hier in meinem Raum selbst geschmirgelt. Mache ich nicht so gerne, weil eben ganz viel Staub sich auch entwickelt. Aber hier auf der kleinen Fläche war das ganz okay. Ich habe, weiß ich, habe ich das gesagt? Auf meinem Masterboard mache ich die Farbe, glaube ich, später drauf. Also es ist ganz egal. Also es ist nicht egal. Es macht einen kleinen Unterschied, ob du die Farbe erst drauf machst und dann schmirgelst oder umgekehrt. Weil eben so diese Kratzer ein bisschen verschieden herausgearbeitet werden. Da muss man gucken, was gefällt einem besser. Sieht man das überhaupt oder sehen die Leute das überhaupt, den Unterschied? Ja, weiß ich nicht. Hier habe ich jetzt nach dem Schmirgeln noch mal ein bisschen Farbe draufgepackt, bearbeite hier noch mal hier und da ein paar Stellen, die mir noch nicht so, ja, schmirgelig genug waren. Ja, you know, I work here with, after I put back a bit of paint, with more very, very rough sandpaper, because there were a few areas I thought they could do with more sanding. But that's it now. And yeah, of course, I need to get rid of all the dust on top, and that's better with the cloth, damp cloth. And of course, I've torn the page here in the middle, but it is, page is full of stuff, heavy, and my little journal gets bulkier and bulkier. That wasn't planned like that. I thought when I started, I only will put very, very light stuff in, and nothing bulky, and nothing dimensional, and I'm talking rubbish, and yeah. Okay,
Ich habe jetzt hier natürlich die Seite eingerissen, klar. Ist ja das Journal ist ja schon relativ dick und ich hatte ja eigentlich mal geplant, da nur ganz, ganz leichte Sachen drauf zu machen, leichte Collagen, sowas. Ja, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern? Aber wirklich, es ist, ich kann da noch immer nicht widerstehen. Naja, gut, jetzt habe ich das noch mit einem anderen Washi-Sticker abgeklebt, einfach um sicher zu sein, dass es auch zusammenhält, weil damit es nicht immer weiter aufreißt. Das möchte ich natürlich nicht. Aber ich bin überrascht, wie viel dieses kleine Ding schon aushält. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit. Und für den Preis, das war super billig. Und da sind Unmengen Seiten drin. Ob ich die jemals voll kriege, weiß ich nicht, weil das wird natürlich jetzt immer dicker und immer dicker. Ob da hinterher noch eine Möglichkeit besteht, am Ende drauf zu arbeiten, wer weiß. Naja. So, hier mache ich die Kanten noch mit Braun, Sienna gebrannt, einfach auf meinem Finger. Ein bisschen braun und ein bisschen blau, einfach weil ich oder nicht blau, türkis, weil ich eben beide Farben aufgreife. I'm putting some burnt sienna and turquoise here on my finger, the paint, the acrylic paint, and go slightly over the edge just to emphasize the edge here. Put some lines on the background and write some words. Scribbly, you can't read it. Ich habe jetzt hier noch ein paar Linien gezogen erst. Das sieht immer schöner und sauberer aus, wenn man Linien macht und auf der Linie bleibt, weil das ist etwas, das geht mir so ab ohne Linie. Dann bin ich doch etwas schlampiger. Aber ja, immer Linien, das sieht dann wesentlich schöner aus. Schreibe hier einfach was, das kann man nicht lesen. Bemüht euch gar nicht erst. Und dann fange ich an zu malen. Ich wollte da einfach nur eine Kleinigkeit haben, gar nicht viel. Fange hier mit Gesso an, um die Farbe, die ich dann benutze, damit die besser deckt. Und das funktioniert natürlich am besten, wenn du erstmal weiß aufbringst. Oder Gesso funktioniert immer noch am besten, weil es einfach mehr Grip hat. Und deswegen benutze ich hier Gesso. Das kommt wieder weg, das fand ich blöd. Da werde ich mich später entscheiden, was ich damit mache. Aber wie gesagt, und jetzt bleibe ich auch in den Farben. Ich nehme die Farben wieder auf von meinem Hintergrund, dieses Burnt Sienna, also gebranntes Sienna und Türkis. Es ist eigentlich teal, denke ich mir, ja. Starting here to paint, and I use gesso first in the background just to get a better coverage of my paint on top. And that works quite well with gesso, much better than white paint to me, because gesso has more tooth, and that's why I prefer that. But yeah, whatever. White will work as well. Doesn't matter really. It's a personal preference. So, and what do I paint? It's not really important. Do paint whatever you want to paint, and I was trying to paint a flower. Doesn't really work. It is some fantasy thing then at the end, but it doesn't matter. I messed it up every now and again. Then I had to repaint it, put more white, then again blue or teal and sienna and so on. And I go on as long as necessary, and I stop when I think it looks the way I wanted it. That's the way I paint actually. And it's okay. And a bit of gesso in the background, just to have the flowers stand out, and that's it. Ich habe jetzt hier noch, ich mache dann einfach so lange Farbe drauf, bis ich irgendwann denke, das sieht gut aus. Und dann habe ich hier noch ein paar Splatters drauf, hier noch so ein paar Spritzer drauf, in beiden Farben auch, schwarz und weiß, glaube ich. Es kommen noch weiße und das war es dann schon. Und die Blume, ja, oder die Baumblume, das ist einfach so ein Fantasieding. Und damit bin ich völlig zufrieden. So, jetzt kommt schon das Close-Up, Leute. Guys, I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you soon with my next project. Until then, have a fantastic time, stay all healthy, and never forget to be creative. Bye bye, guys, ihr Lieben. Ich danke euch ganz, ganz herzlich fürs Schauen.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz, ganz, ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, passt weiterhin gut auf euch auf, bleibt alle gesund und vergesst niemals immer schön kreativ sein. Also macht's gut, bis dann. Tschüssi.